Sanktionen gegen Arbeitsverweigerer, die scheinen nicht umgesetzt zu werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, zeigen neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit einen Rückgang von fast 90% seit 2007. Trotz der Ankündigung von Arbeitsminister Hubertus Heil, härter durchzugreifen, findet das wohl nicht statt. Seit der Einführung des Bürgergelds 2023 wurden nur noch rund 21.700 Kürzungen verhängt. 2007 waren es über 183.000. Ein Grund: geänderte Gesetze, darunter ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Auch die Verschärfungen im März 24 zeigen bisher wenig Wirkung. Auch im neuen Jahr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, müssen die meisten Menschen den Gürtel noch ein bisschen enger schnallen. Zumindest gibt es da so das ein oder andere, was eben halt auch teurer wird. Tja, stellt sich die Frage, wo kann man noch sparen? Wir haben uns für Sie ein bisschen auf der Straße umgehört. Hier ist Ihre Stimme. Auf jeden Fall Heizung ein bisschen runterdrehen und so, weniger Strom verbrauchen, also ein bisschen auf Lichter achten und so. Auch mit dem Essen und so, einfach nicht mehr die teuersten Sachen kaufen, sondern da einfach ein bisschen auch auf Rabattaktionen und so gucken. Wir sparen beim Urlaub, wir sparen Energiekosten. Wo sparen wir noch? Ja, wir sparen tatsächlich. An den Lebensmitteln soll es nicht fehlen, aber wir schauen natürlich Wasser, dass man vielleicht die Spülung auch nicht so benutzt. Den Gürtel enger schnallen, tatsächlich bei den Lebensmitteln. Das ist wirklich, wo man am meisten, finde ich, merkt, dass es teurer geworden ist. Ja. Also man schaut halt beim Essen, dass man nicht so häufig in teure Restaurants geht, wie man es früher vielleicht gemacht hat. Ja. Das sind mal die Luxussachen. Weniger reisen und dann eher gucken, was sich in der nahen Umgebung ergibt an Möglichkeiten und die eben wahrnehmen. Und das ist eigentlich auch eine Alternative. Aber schöner wäre es natürlich anders. Mindestens einmal im Monat sollte man schon schauen, für was gebe ich mein Geld aus, wo kann ich dann eben, wo gebe ich unnötig Geld aus, wo ist das Geld, was ich ausgebe, gut. Es gibt durchaus einige Sachen, die man sich jetzt nicht mehr so häufig leisten kann, wie man vorher leisten konnte, aber wir finden andere Sachen. Fußball spielen draußen auf dem Bolzplatz, gar kein Problem. Mit so kleinen Kindern ist das gar kein Problem. Okay, kostet nichts. Eben, kostet nichts. Nur den Ball.